Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Dana Schulz, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne einen Ausflug in die Natur machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was genau machen? Wo und wann? Was mitbringen? Essen, trinken? Fotos machen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Julia. Wie geht es dir? Hallo Daniel, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, am Wochenende etwas zu unternehmen. Ja, gerne. Was hast du denn im Sinn? Ich dachte, wir könnten einen Ausflug in die Natur machen. Vielleicht könnten wir wandern oder picknicken. Was denkst du? Das klingt super. Wo möchtest du denn hin? Ich habe an den nahegelegenen Nationalpark gedacht. Dort gibt es viele schöne Wanderwege und Plätze zum Picknicken. Wie findest du das? Das finde ich schön. Wann möchtest du denn? Ich dachte, wir könnten am Samstagmorgen um 9 Uhr losfahren. Dann hätten wir genug Zeit, um alles zu sehen und zu unternehmen. Was sagst du dazu? Das hört sich gut an. Wie lange denkst du, werden wir dort bleiben? Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen und gegen Abend wieder zurückfahren. Passt das für dich? Ja, das passt gut für mich. Was sollten wir denn mitbringen? Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall Proviant mitbringen. Also etwas zu essen und zu trinken. Und natürlich bequeme Schuhe und Kleidung, falls wir wandern gehen. Okay, ich werde etwas zu essen und zum Trinken mitbringen. Sollen wir noch etwas anderes mitbringen? Eine Decke oder so? Eine Decke ist eine gute Idee. Dann können wir uns auf dem Gras ausruhen und entspannen. Okay, ich werde eine Decke mitbringen. Sollen wir noch etwas vorbereiten? Ja, ich dachte, wir könnten eine Karte des Parks ausdrucken und uns über die verschiedenen Wege und Sehenswürdigkeiten informieren. Wie findest du das? Das ist eine gute Idee. So können wir uns besser orientieren und wissen, was wir uns anschauen wollen. Ja, genau. Ich werde die Karte ausdrucken und sie mitbringen. Gibt es sonst noch etwas, das du vorbereiten möchtest? Ich glaube, es wird auch eine gute Gelegenheit sein, um ein paar Fotos zu machen und Erinnerungen zu sammeln. Was hältst du davon? Ja, das wäre super. Ich habe auch eine Kamera, die wir mitnehmen können. Perfekt, dann können wir uns die Fotos ansehen und uns an den Ausflug erinnern. Genau. Ich denke auch, dass wir uns vorher über das Wetter informieren sollten. Es wäre nicht so toll, wenn es regnen würde. Ja, da hast du recht. Ich schaue mal im Internet nach dem Wetterbericht für das Wochenende. Danke. Ich glaube auch, dass wir uns Gedanken über die Anfahrt machen sollten. Sollen wir mit dem Auto fahren, oder gibt es auch eine Busverbindung? Gute Frage. Ich denke, mit dem Auto wäre es einfacher und schneller. Aber wir sollten uns auch über die Parkmöglichkeiten informieren. Ja, das stimmt. Ich schaue mal im Internet nach den Parkmöglichkeiten und ob es Gebühren gibt. Okay, super. Ich glaube, wir sollten auch daran denken, dass wir genug Wasser und Snacks mitnehmen. Wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, werden wir sicher hungrig und durstig. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch noch ein paar Snacks besorgen,
damit wir genug Energie haben. Prima, vielen Dank dafür. Wir sollten auch daran denken, dass wir uns Sonnencreme und eventuell auch Mückenspray mitbringen. Tolle Sache. Ich werde auch eine Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung mitnehmen, falls es sehr sonnig wird. Klasse. Ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen und vorbereitet. Ich freue mich schon sehr auf den Ausflug. Ich mich auch. Es wird sicher ein toller Tag, und wir werden viele schöne Erinnerungen sammeln. Ja, das denke ich auch. Es wird bestimmt ein erlebnisreicher Tag. Vielen Dank für die Idee und für die Planung. Kein Problem. Ich freue mich schon darauf, den Nationalpark zu erkunden und den Tag mit dir zu verbringen. Ich mich auch. Die Situation. Die Tante von Sophie möchte bald umziehen und hat sie gebeten, ihr beim Umzug zu helfen. Die Aufgabe. Planen Sie gemeinsam, was Sie tun können. Und hier sind einige Notizen. Beim Umzug helfen? Wann? Wie die Gegenstände transportieren? Wie die Dinge verpacken? Wer kann noch dabei helfen? Wenn Sie bereit sind. Fangen Sie damit an. Du Thomas, ich möchte etwas mit dir besprechen. Hast du jetzt noch Zeit? Ja, bitte. Ich habe noch Zeit. Also, meine Tante möchte bald umziehen und hat mich gebeten, ihr beim Umzug zu helfen. Ich habe schon zugesagt, glaube aber, dass wir mehrere Helferinnen und Helfer brauchen werden. Weil meine Tante sich schwer von Dingen trennen kann und deshalb in ihrer Wohnung viele Sachen herumstehen. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du uns dabei unterstützen könntest? Ja, klar. Das ist gar kein Problem, ich kann euch gerne dabei helfen. Hast du denn schon eine Idee, wie wir die Gegenstände transportieren werden? Wir werden auf jeden Fall ein größeres Fahrzeug brauchen. Ich dachte an einen Lieferwagen oder an einen Kleinbus, den wir mieten könnten. Was denkst du? Ja, das finde ich gut. Damit können wir auch größere Möbelstücke transportieren und müssen nicht so oft fahren. Aber wir müssen aufpassen, dass die Gesamtmasse des Miettransporters ein bestimmtes Gewicht nicht übersteigt. Auch nicht, wenn das Fahrzeug beladen ist, sonst brauchen wir eine Person, die einen LKW-Führerschein hat. Oder was sagst du dazu? Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, weil ich einen LKW-Führerschein habe. Das trifft sich ja gut. Super. Und die nächste Frage wäre, wie können wir die Dinge für den Umzug gut verpacken? Hast du dafür auch vielleicht eine Idee? Ja, ich glaube, wir können ein paar Pappschachteln kaufen und alle kleineren Dinge hineingeben. Anschließend können wir die Pappschachteln beschriften, damit wir in der neuen Wohnung dann schneller die Gegenstände finden, nach denen wir suchen. Ja, das hört sich gut an. Aber hast du darüber nachgedacht, wie wir zerbrechliche Dinge beim Transport schützen können? Dafür verwende ich immer Luftpolster, Folie und Zeitungspapier. Das hat bis jetzt super geklappt. Was denkst du? Das klingt gut. Also, so machen wir es. Und möchte deine Tante alle Möbel in die neue Wohnung mitnehmen? Das weiß ich leider nicht genau. Ich glaube, dass wir meine Tante fragen sollten. Vor einiger Zeit hat sie zu mir gesagt, dass sie ein paar Möbel, die sie nicht mehr braucht, einer armen Familie oder einer wohltätigen Organisation spenden will. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt auch noch so machen möchte. Du kannst ja mal nachfragen, dann können wir die ganze Aktion besser organisieren. Ja, das werde ich machen. Ich werde auch noch andere Freundinnen und Freunde und meine beiden Cousins
fragen, ob sie beim Umzug mithelfen können. Das ist ein guter Vorschlag. Wenn noch ein paar Leute dazukommen und mithelfen, sind wir bestimmt schneller. Das denke ich auch. Sobald ich was Neues weiß, werde ich dich anrufen und dir Bescheid geben. Und wenn wir wissen, wer noch dabei sein wird, können wir gemeinsam einen Termin für den Transport ausmachen. Wahrscheinlich werden wir nicht an einem Tag alles erledigen können, aber schauen wir mal. Genau. Ich glaube, wir haben alles sehr gut geplant, und ich warte auf deinen Anruf. Passt, ich werde dich anrufen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und danke für deine Hilfe. Nichts zu danken, ich helfe gerne. Mach es gut, und bis bald. Die Situation. Sie wollen gerne gemeinsam eine Wohnung finden. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wie die Wohnung finden? Wie viele Zimmer? Die Miete? Kaution? Vom Makler oder vom Vermieter? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Lena, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Wohnung suchen? Das klingt nach einer guten Idee. Ich suche auch schon eine Weile nach einer Wohnung. Super. Dann können wir gemeinsam auf Wohnungssuche gehen. Zuerst sollten wir überlegen, welche Art von Wohnung wir suchen. Ja, das ist wichtig. Wie viele Zimmer brauchen wir, und in welcher Gegend möchten wir wohnen? Ich denke, eine Wohnung mit 2 Zimmern wäre ausreichend. Und ich würde gerne in der Nähe der U-Bahn wohnen, um zur Arbeit zu kommen. Ist das okay für dich? Das klingt vernünftig. Ich bin damit einverstanden. Wir sollten auch über unser Budget sprechen. Wie viel können wir monatlich für die Miete ausgeben? Ich glaube, wir sollten nicht mehr als 800 € pro Monat für die Miete ausgeben. Was denkst du? Das ist in Ordnung. Dann könnten wir uns auch überlegen, ob wir möbliert oder unmöbliert wohnen möchten. Ich denke, unmöbliert wäre besser, damit wir unsere eigenen Möbel mitbringen können. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Möchten wir eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohnkomplex suchen? Ich bevorzuge ein Mehrfamilienhaus. Es ist oft ruhiger und privater. Was sagst du dazu? Ja, gute Wahl. Nun, könnten wir über die Ausstattung der Wohnung sprechen. Gibt es bestimmte Dinge, die uns wichtig sind? Eine Einbauküche wäre großartig, und ein Balkon wäre auch schön. Ich bin deiner Meinung. Ein Balkon wäre perfekt, um im Sommer draußen zu sitzen. Genau. Wir sollten uns auch überlegen, ob wir eine Kaution leisten können. Das wird oft verlangt. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Genau. Wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen? Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen.
Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Das ist ein guter Vorschlag. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Ja, das hört sich gut an. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Ja, das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Okay, so machen wir das. Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück? Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Ja, das könnten wir gerne machen. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend. Die Situation. Sie möchten am letzten Kurstag in der Schule eine Party feiern. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo feiern? Essen, Getränke? Musik, Spiele? Wer bezahlt was? Und wie viele Leute? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo lieber Thomas, wie geht es dir? Hi Isa, mir geht's gut, danke. Aber ich bin ein bisschen traurig, weil unser Deutschkurs zu Ende geht. Und wie geht es dir? Mir geht's sehr gut, danke, aber ich fühle mich auch traurig. Und ich finde es auch schade, dass unser Kurs vorbei ist. Aber ich habe da eine Idee. Was denn? Da bin ich gespannt. Wollen wir, am letzten Kurstag in der Schule, eine Party machen? Eine Party, das ist eine interessante Idee. Ich mache gerne mit. Aber wann sollen wir diese Party machen? Wir könnten am Samstagnachmittag die Party machen. Wie findest du das? Das finde ich gut. Die meisten Kursteilnehmer arbeiten unter der Woche. Der Samstag ist die beste Option. Aber, wo wollen wir feiern? Hast du da einen Vorschlag? Was hältst du davon, wenn wir die Party bei mir zu Hause machen? Ich habe ein großes Haus.
Dort können wir unsere Party machen. Der Vorschlag gefällt mir gut. Also, so machen wir es. Was brauchen wir jetzt alles für die Party? Essen, trinken vielleicht? Ja, aber was sollen wir bei der Party essen und trinken? Hast du da vielleicht eine Idee? Ich schlage vor, dass wir eine Pizza bestellen und noch einen Salat machen. Was denkst du? Ich denke, es wäre besser, wenn jeder eine Spezialität aus seinem Heimatland kochen würde. Ja, hast du recht. Und was sollen wir bei der Party trinken? Hast du da vielleicht eine Idee? Also, ich kümmere mich um die Getränke. Ich würde sagen, eine Packung Saft, eine Flasche Cola oder Fanta und Wasser. Und ich könnte sie mit dem Auto bringen. Brauchen wir auch Alkohol? Ja, ich bringe 3 Flaschen Sekt mit. Und noch eine Kiste Bier. Aber auch nicht so viel, weil jeder auch etwas mitbringt. Ja, das glaube ich auch. Wenn jeder einen Sekt oder sonstiges mitbringt, ist das dann mehr als genug. Okay. Wie viele Leute kommen denn, beziehungsweise sollen wir einladen? Es kommen 12 Leute. Also würde ich mal lieber noch mehr Snacks kaufen. Dann schreibe ich jetzt noch eine Einkaufsliste. Ich würde sagen, wir kaufen noch 2 Tüten Erdnuss, Flips und 2 Tüten Salzstangen. Alles klar. Was machen wir auf die Party noch? Sollen wir tanzen und Musik hören? Ja, wir können natürlich auch tanzen. Ich tanze sehr gerne. Und ich habe noch die CDs von meiner Party zu Hause. Die könnte ich mitnehmen. Das wird viel Spaß machen. Dann müssen wir nur noch mit den anderen sprechen. Kein Problem. Ich schreibe mal gleich den Teilnehmern unserer WhatsApp-Gruppe. Und wir beide können genaueres noch heute Abend am Telefon besprechen. Ach ja, und wir sammeln das Geld in der Schule, jeder gibt so ungefähr 2 Euro. Abgemacht. Es wird bestimmt lustig sein. Ja, das glaube ich auch. Ich freue mich schon auf die Party. Ich freue mich auch sehr darauf, zusammen endlich eine Party zu machen. Na gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und bis Abend. Danke, ebenfalls und bis Abend. Die Situation. Sie wollen gerne eine Diät organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wie viel Gewicht verlieren? Ernährung? Sport? Wie viel Zeit dafür geben? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Wie geht's dir, Tim? Mir geht es gut, danke, und dir? Mir geht es auch gut, danke der Nachfrage. Ich habe für mich beschlossen, dass es an der Zeit ist, meine Ernährung zu verbessern und ein paar Kilo abzunehmen. Wie sieht es bei dir aus? Cool, ich bin dabei. Ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit viel zu viel gegessen habe und mich nicht genug bewegt habe. Gut zu hören, dass du auch motiviert bist. Wie sollen wir das anfangen? Vielleicht sollten wir zunächst unsere Ziele festlegen. Wie viel Gewicht möchtest du denn verlieren? Ich denke, ich würde gerne 10 Kilo abnehmen. Und du? Das klingt vernünftig. Ich würde gerne 8 Kilo abnehmen. In Ordnung. Und wie wollen wir das machen? Ich denke, wir sollten uns auf unsere Ernährung konzentrieren und mehr Sport machen. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir uns einen Plan machen, damit wir das ständig machen können. Was denkst du? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Was schlägst du vor? Wir sollten uns eine Liste mit gesunden Lebensmitteln machen,
die wir essen können, und uns dann an diese Liste halten. Wir könnten uns auch ein Ernährungstagebuch kaufen, um sicherzustellen, dass wir uns an unseren Plan halten. Gute Idee. Und wie sieht es mit Sport aus? Wir sollten uns mindestens 3-mal in der Woche treffen und zusammen Sport machen. Wir könnten joggen oder schwimmen gehen, oder wir könnten uns in einem Fitnessstudio anmelden. Wie findest du das? Ich bin noch nie in einem Fitnessstudio gewesen, aber ich denke, es könnte eine gute Idee sein. Ich würde auch gerne Yoga ausprobieren. Das hört sich super an. Ich denke, das Fitnessstudio in der Nähe hat sogar Yogakurse. Schön. Wie viel Zeit sollten wir uns geben, um unsere Ziele zu erreichen? Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir uns 6 Monate geben. Das sollte genug Zeit sein, um unsere Ziele zu erreichen, aber nicht so lange, dass wir uns entmutigt fühlen. Da gebe ich dir recht. Und was machen wir, wenn wir unterwegs sind, oder es schwierig wird? Wir sollten uns daran erinnern, warum wir das tun. Wir wollen uns gesünder fühlen und besser aussehen. Wir sollten auch versuchen, uns an unsere Pläne zu halten, aber wenn es mal nicht klappt, ist das auch okay. Wir können jederzeit wieder anfangen. Ja, das stimmt. Ich denke, wir sollten auch uns gegenseitig unterstützen und motivieren, dann fällt es uns bestimmt leichter. Auf jeden Fall. Wir sollten regelmäßig unsere Fortschritte teilen und uns gegenseitig anspornen. Gute Idee. Ich glaube, wir haben einen guten Plan. Ja, ich bin bereit. Lass uns jetzt gemeinsam eine Liste mit den Lebensmitteln machen. Okay, wir haben also jetzt eine Liste mit den Lebensmitteln, die wir essen und vermeiden sollten. Was machen wir noch? Ich denke, der nächste Schritt wäre, unsere Mahlzeiten zu planen. Wir können eine Liste mit unseren Lieblingsrezepten erstellen und dann schauen, welche davon in unsere Diät passen. Ja, okay, gut. Aber sollten wir nicht auch die Portionsgrößen beachten? Es ist wichtig, dass wir nicht zu viel essen. Absolut. Wir können die Portionen abmessen und aufschreiben, wie viele Kalorien in jedem Gericht enthalten sind. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir genug essen, um satt zu werden, aber nicht zu viel, um unser Kalorienlimit zu überschreiten. Aber was ist mit Snacks? Ich habe immer das Bedürfnis, zwischendurch etwas zu knabbern. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber wir sollten gesunde Snacks wählen. Wir könnten Gemüsesticks mit Hummus oder Früchte mit Joghurt essen. Auf diese Weise haben wir etwas zu knabbern, ohne dass es unsere Diät beeinträchtigt. Ja, aber was ist, wenn wir unterwegs sind? Ich meine, es ist schwierig, gesunde Optionen in Restaurants zu finden. Das stimmt, aber es gibt immer noch gesunde Optionen. Wir können Salate oder gegrilltes Hähnchen bestellen, anstatt frittierte Speisen oder Fast Food zu wählen. Außerdem können wir unser eigenes Essen mitnehmen, wenn wir können. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Plan. Ich bin bereit, loszulegen. Das freut mich zu hören. Lass uns anfangen und unsere Ziele erreichen. Die Situation. Sie möchten gerne ein Musikinstrument lernen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welches Instrument? Wo und wie lernen? Wie oft pro Woche? Budget. Wie lange lernen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sarah. Wie geht es dir heute?
Hallo Gabriel, mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine aufregende Idee. Wie wäre es, wenn wir beide ein Musikinstrument lernen? Oh, das klingt nach einer spannenden Herausforderung. Ich habe schon immer davon geträumt, ein Instrument zu spielen. Ich auch. Welches Instrument möchtest du denn lernen? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt so viele tolle Instrumente. Hast du da eine Idee? Wie wäre es mit der Gitarre? Ich finde, das ist ein vielseitiges und beliebtes Instrument. Das ist eine großartige Idee. Die Gitarre klingt wirklich schön. Lass uns beide Gitarre lernen. Super. Dann sollten wir uns überlegen, wo wir Gitarrenunterricht nehmen könnten. Ja, das ist wichtig. Ich habe gehört, dass es Musikschulen in der Nähe gibt. Das stimmt. Vielleicht könnten wir uns bei einer Musikschule erkundigen und nach Kursen fragen. Was denkst du? Gute Idee. Dann könnten wir uns auch über die Kosten für den Unterricht informieren. Ja, auf jeden Fall. Wir sollten sicherstellen, dass es in unser Budget passt. Da hast du recht. Wie oft möchten wir pro Woche üben? Ich denke, 2 Unterrichtsstunden pro Woche wären gut, um mit dem Lernen voranzukommen. Wie findest du das? Das hört sich vernünftig an. Ich bin bereit, Zeit und Mühe zu investieren. Ich auch. Das wird sicherlich eine lohnende Erfahrung sein. Gibt es noch andere Dinge, die wir beim Gitarrelernen beachten sollten? Vielleicht könnten wir uns über die Anschaffung einer Gitarre unterhalten. Ach ja. Ich habe keine Gitarre, also müsste ich mir eine besorgen. Ich auch nicht. Vielleicht könnten wir uns nach gebrauchten Gitarren umsehen. Ist das okay für dich? Ja, das passt für mich. Gebrauchte Gitarren sind oft günstiger. Das stimmt. Es gibt verschiedene Größen für verschiedene Altersgruppen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir die richtige Größe für uns finden. Und vielleicht könnten wir uns vor dem Kauf beraten lassen, um sicherzugehen, dass wir eine gute Gitarre bekommen. Was sagst du dazu? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Vielleicht kennen Freunde oder Verwandte jemanden, der uns beraten kann. Stimmt. Es ist wichtig, eine qualitativ hochwertige Gitarre zu haben, damit das Lernen leichter fällt. Nun könnten wir uns auch über die Gitarrensaiten unterhalten. Müssen wir sie oft wechseln? Ja, Gitarrensaiten können sich abnutzen und müssen regelmäßig gewechselt werden. Ich habe gehört, dass das Wechseln der Saiten einfach ist. Wir könnten es selbst machen. Das ist richtig. Es gibt viele Tutorials online, die uns zeigen, wie es geht. Das klingt gut. Dann könnten wir die Saiten wechseln, wenn sie abgenutzt sind. Gibt es noch andere Dinge, die wir beachten sollten? Vielleicht könnten wir uns über unsere Übungszeit unterhalten. Wie viel Zeit möchten wir täglich üben? Ich denke, 30 Minuten pro Tag wären ein guter Anfang. Dann können wir unsere Fähigkeiten langsam verbessern. Das klingt vernünftig. Ich werde mir eine Erinnerung setzen, damit ich nicht vergesse zu üben. Gute Idee. Ich werde dasselbe tun, um sicherzustellen, dass wir regelmäßig üben. Wie wäre es, wenn wir jetzt über die Musikstücke sprechen, die wir spielen möchten? Ja, das ist wichtig. Wir könnten uns einfache Lieder aussuchen, um damit anzufangen. Und vielleicht könnten wir uns gegenseitig unterstützen und zusammenspielen. Das ist eine großartige Idee.
Gemeinsam macht das Lernen noch mehr Spaß. Gibt es noch etwas, an das wir denken sollten? Vielleicht könnten wir uns über unsere Ziele beim Gitarre-Lernen unterhalten. Ja, klar. Was möchtest du mit dem Gitarrespielen erreichen? Ich möchte gerne in der Lage sein, meine Lieblingslieder zu spielen und vielleicht sogar eigene Songs zu komponieren. Und du? Das klingt nach tollen Zielen. Ich möchte einfach nur gut genug sein, um vor Freunden und Familie zu spielen. Das werden wir sicherlich erreichen, wenn wir fleißig üben. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis wir die Grundlagen beherrschen. Das ist eine gute Frage. Die Dauer hängt von unserer Übungsdisziplin und unserem Engagement ab. Verstehe. Wie sollten wir am besten lernen? Eine gute Methode ist es, mit einfachen Akkorden und Melodien zu beginnen und langsam komplexere Stücke zu lernen. Das klingt nach einem sinnvollen Ansatz. Ich bin bereit, Schritt für Schritt zu lernen. Wir könnten uns auch Online-Ressourcen anschauen, um zusätzliche Lektionen und Übungen zu finden. Tolle Idee. Es gibt sicherlich viele Tutorials und Übungsmaterialien im Internet. Und vielleicht könnten wir uns auch über den Spaß am Gitarre-Lernen unterhalten. Musik soll ja Freude machen. Ja, das ist wichtig. Ich hoffe, dass wir viel Spaß beim Lernen haben werden. Ich bin mir sicher, dass wir es haben werden. Musik zu machen ist eine wunderbare Erfahrung. Ich bin so dankbar, dass du mit mir zusammen Gitarre lernen möchtest. Kein Problem, Sarah. Ich freue mich darauf, gemeinsam zu lernen und Fortschritte zu machen. Dann lass uns sicherstellen, dass wir alles vorbereiten und mit dem Gitarre-Lernen beginnen. Auf ein erfolgreiches Musikinstrument lernen und viele musikalische Abenteuer. Ja, es wird großartig. Die Situation. Ihre Lehrerin hat am nächsten Freitag Geburtstag, und Sie wollen gerne eine Geburtstagsfeier organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Wann und wo treffen? Was schenken? Wen einladen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo David. Hi Lara, schön dich zu sehen. Oh ja, wirklich? Das freut mich auch sehr. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, ich bin wirklich zufrieden. Und dir? Ja, das freut mich zu hören. Mir geht es auch recht gut. Und tut sich etwas Neues bei dir? Ja, ich wollte dich schon anrufen. Am nächsten Freitag hat unsere Klassenlehrerin Geburtstag, und die Schüler wollen eine Geburtstagsfeier organisieren. Ja, super. Und soll das eine Überraschungsparty werden oder weiß sie davon? Es soll eine tolle Überraschung werden. Kannst du dir vorstellen, dabei zu sein und mir zu helfen, das zu planen? Ja, klar. Ich bin auf jeden Fall dabei. Also was gibt es alles zu planen? Ehrlich gesagt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wie wäre es, wenn wir jetzt etwas brainstormen? Ja, das finde ich gut, ich habe gerade Zeit. Wollen wir in ein Café später gehen und dort plaudern? Sicher, lass uns in das Café am Hauptplatz gehen, da bin ich so gerne. Was sagst du zu der Idee, wenn wir in diesem Café die Geburtstagsfeier machen? Es gibt dort einen Extraraum, der, glaube ich, groß genug ist. Oh ja, dann schauen wir uns das gemeinsam an, wenn wir gleich dort sind. Sicher. Und wann würdest du die Feier machen? Eher am Abend. Wir könnten ihr erzählen, dass in diesem Café eine Lesung ist,
um sie dorthin zu locken. Sie liebt ja Lesungen. Und wenn sie dann hereinkommt, sind wir schon alle da. Was denkst du? Sehr gut, das gibt eine Riesenüberraschung. Wenn wir so um 18 Uhr starten, ist es, glaube ich, perfekt. Dann wird es nicht allzu spät. Ja, genau. Und wie hast du dir das mit dem Essen vorgestellt? Es gibt dort eine kleine Speisekarte, und ich denke, wir können 2 Essen zum Auswählen, mit dem Kaffee, vereinbaren. Ja, das besprechen wir dann gleich dort. Ich denke, es wäre ein Fleischgericht und ein vegetarisches Gericht, ganz gut. Ja, da hast du recht, dann ist sicher für jeden etwas dabei. Und für den kleinen Hunger könnten Sie Toast anbieten. Die Kuchen und Torten können wir bestimmt dann selbst mitbringen, dann wird es nicht zu teuer. Und wenn wir wirklich eine Lesung organisieren? Oh, das wäre der Hammer. Da freut sich unsere Lehrerin bestimmt und sie rechnet mit so etwas sicher nicht. Ja, das stimmt. Du weißt ja, mein Nachbar liest total gerne Geschichten vor. Normalerweise macht er das für Kinder, aber ich frage ihn, ob er nicht aus einem interessanten Erwachsenenbuch vorlesen würde. Geniale Idee. Und was für ein Geschenk würdest du kaufen? Ach, das weiß ich nicht. Hast du da vielleicht eine Idee? Mir fällt auch nichts ein. Vielleicht sollten wir noch die anderen Klassenkameraden fragen und auch ein Budget festlegen. Super, dann kann jeder ein bisschen mitzahlen. Wie findest du das? Ja, gute Idee, so machen wir das. Aber sag mal, wie war dein Wochenende? Es war sehr schön, danke. Die Situation. Sie möchten gerne einen Sporttag organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welche Sportarten? Wann und wo? Leute einladen? Wie viel Geld ausgeben? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Max. Wie geht es dir heute? Hallo Lisa, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir einen Sporttag für unsere Freunde und Familie organisieren? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich liebe Sport und Bewegung. Welche Sportarten könnten wir einplanen? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Vielleicht könnten wir Fußball, Volleyball und ein paar andere Spiele haben. Was denkst du? Das hört sich fantastisch an. Ich bin sicher, dass unsere Freunde und Familie Spaß dabei haben werden. Wo könnten wir den Sporttag machen? Ein Park wäre ideal, da es genug Platz gibt. Hast du einen Park im Sinn, den wir nutzen könnten? Ja, der Park am See ist perfekt. Er hat einen großen Rasenbereich und sogar Grillplätze. Was sagst du dazu? Ja, gut. Dann sollten wir uns überlegen, an welchem Tag wir den Sporttag veranstalten möchten. Wie wäre es mit einem Samstag in 2 Wochen? Das gibt uns genug Zeit, alles vorzubereiten. Passt, ich werde das Datum notieren. Gibt es eine bestimmte Uhrzeit, die dir vorschwebt? Ich denke, wir könnten um 10 Uhr morgens beginnen. Das gibt uns den ganzen Tag, um Spaß zu haben. Wie findest du das? Perfekt. Wie möchten wir unsere Freunde und Familie einladen? Wir könnten Einladungen per E-Mail verschicken. Das ist schnell und umweltfreundlich. Was denkst du? Tolle Idee. Ich werde mir eine Liste unserer Gäste machen, damit wir niemanden vergessen. Und vielleicht könnten wir eine Facebook-Veranstaltung erstellen,
um die Informationen zu teilen. Das ist eine moderne Methode. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Updates und Details zu kommunizieren. Genau. Wie viel möchten wir für den Sporttag ausgeben? Ich glaube, wir könnten etwa 100 € einplanen. Das sollte ausreichen, oder? Das klingt vernünftig. Mit 100 € sollten wir gut hinkommen. Gut. Und wer übernimmt welche Aufgaben denn? Ich könnte die Sportausrüstung organisieren und die Spiele koordinieren. Danke. Und ich werde mich um die Verpflegung kümmern. Was denkst du, sollten wir auch grillen? Ja, großartige Idee. Jeder liebt Gegrilltes. Ich werde die Grillkohle und Grillutensilien besorgen. Ja, und ich könnte Getränke und Snacks kaufen. Vielleicht auch einige Picknickdecken. Super. Dann haben wir eine großartige Grundlage für unseren Sporttag. Richtig. Gibt es noch andere Dinge, die wir organisieren sollten? Vielleicht könnten wir einige Preise für die Gewinner der Sportspiele vorbereiten. Was meinst du? Guter Vorschlag. Das würde den Wettbewerb interessanter machen. Und wir sollten daran denken, einen Erste-Hilfe-Kasten bereitzustellen, nur für den Fall. Auf jeden Fall. Sicherheit geht immer vor. Dann könnten wir uns auch über die Anfahrt und Parkplätze unterhalten. Wie sollen die Leute dorthin gelangen? Der Park hat ausreichend Parkplätze. Wir könnten auch öffentliche Verkehrsmittel als Option vorschlagen. Klasse. Wir sollten die Anfahrtswege in unseren Einladungen erwähnen. Ja, und wir könnten uns über die Regeln und Verhaltensweisen im Park informieren, um sicherzustellen, dass wir uns an die Vorschriften halten. Das ist wichtig. Wir möchten den Park sauber und ordentlich hinterlassen. Ja, genau. Welche Spiele möchten wir nochmal organisieren? Fußball und Volleyball sind sicherlich gute Optionen. Vielleicht auch ein Sackhüpfenrennen und ein Eierlauf. Wie findest du das? Das klingt nach einer abwechslungsreichen Auswahl. Wir könnten auch eine Art Mini-Olympiade veranstalten. Gute Sache. Das wird sicherlich lustig. Und wir könnten Medaillen für die Sieger vergeben. Ja, wir sollten auch über die Musik reden. Welche Musikrichtung möchtest du? Ich denke, wir könnten eine fröhliche Playlist mit Popmusik und einigen Klassikern haben. Was denkst du? Das wird die Stimmung sicherlich anheben. Ich werde eine Playlist vorbereiten. Sehr gut. Dann haben wir gute Musik für den Sporttag. Gibt es noch andere Dinge, über die wir uns Gedanken machen sollten? Vielleicht könnten wir uns über den Zeitplan und die Reihenfolge der Aktivitäten unterhalten. Ja, das ist auch wichtig. Wir möchten sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft. Und wie möchten wir den Tag beenden? Wir könnten eine kleine Preisverleihung und eine Dankesrede halten. Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt nach einem angemessenen Abschluss. Und dann könnten wir das Grillen fortsetzen. Genau. Eine gelungene Abschlussfeier für unseren Sporttag. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Sie arbeiten heutzutage zu viel und brauchen unbedingt eine Pause. Sie möchten daher bald wieder zusammen in den Urlaub fahren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wohin? Mit wem? Wann? Urlaubstyp. Was machen? Verkehrsmittel. Flug. Bus oder Zug, Unterkunft? Wenn Sie bereit sind. Fangen Sie damit an. Hallo Sandra. Hallo Thomas.
Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ja, hast du recht. Schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's sehr gut, danke. Was gibt's Neues bei dir? Das freut mich. Ich habe in einem Monat wieder eine Woche Urlaub. Echt? Da habe ich auch eine Woche Urlaub. Wirklich? Wollen wir da vielleicht etwas zusammen mit Maria planen? Ja, sehr gerne. Aber ich glaube, Maria kann das leider nicht mitmachen. Aber wieso? Ihr Chef sagt, dass sie jetzt keinen Urlaub machen kann. Weil sie viel Arbeit haben, und keiner darf Urlaub machen. Das ist schlecht. So, wann genau wollen wir denn wieder in den Urlaub fahren? Wie wäre es, wenn wir von 1. August bis 7. August in den Urlaub fahren? Was denkst du? Ja, das hört sich gut an. Und weißt du schon wohin? Wir könnten doch nach Italien fahren. Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Aber wo, in Italien? Wir können diesmal in Venedig machen. Wie findest du das? Das finde ich super. Venedig ist eine der beeindruckendsten Städte der Welt und einzigartig in ihrer Bauweise. Ja, genau. Die Stadt Venedig ist bezaubernd und entstand auf mehr als 120 Inseln. Sie wurden durch über 400 Brücken miteinander verbunden. Das stimmt. Wie kommen wir am besten in Venedig? Ich meine, welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Ich schlage vor, dass wir mit dem Bus fahren. Es ist nicht zu teuer, und wir könnten dadurch unterwegs viel sehen. Vielleicht hast du recht. Aber ich finde es besser, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen. Warum mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug ist schneller, aber günstig ist es auch. Alles klar, ich bin einverstanden. Wo kaufen wir die Tickets denn? Wir könnten die Tickets entweder online oder im Reisebüro kaufen. Was sagst du dazu? Es wäre besser, wenn wir sie online kaufen. Abgemacht, so machen wir es. Und wo können wir übernachten? Hast du da auch eine Idee? Also, wir können gerne in einem Hotel übernachten. Aber wollen wir Frühstück oder Halbpension buchen? Oder willst du vielleicht auswärts essen? Ich würde sagen, morgens können wir im Hotel frühstücken. Und mittags können wir unterwegs einen kleinen Snack zu uns nehmen. Abends können wir, aber dann, auswärts essen gehen. Das ist ein guter Vorschlag. Was können wir dort unternehmen bzw. machen? Wir können uns zum Beispiel an einigen Tagen am Pool oder am Meer entspannen. An den anderen Tagen können wir Ausflüge unternehmen. Wir können auch noch einen Mietwagen buchen und beispielsweise die Städte Milano und Verona besichtigen. Was hältst du davon? Super. Außerdem können wir auch die Schifffahrt machen, am Strand liegen und viel lesen. Und natürlich können wir viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. Dazu kommen zahlreiche Palazzi und Kirchen, Museen und Theater, verwinkelte Gassen und versteckte Plätze. Sehr schön. Wie wird das Wetter im August in Venedig? Beziehungsweise wie ist die Prognose? Ja, wir werden die ganze Zeit Glück mit dem Wetter haben. Es wird wunderbar, warm, kein Wind, und wird angenehm mit durchschnittlich 30 Grad. Sehr gut. Sollen wir im Urlaub landestypische Speisen probieren? Ja, selbstverständlich. Das sollten wir eigentlich jeden Tag machen. Das Essen in den italienischen Lokalen ist sehr köstlich. Ich liebe die italienische Küche. Alles klar.
Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Ideen. Ist das okay für dich? Ja, es wird bestimmt ein wunderschöner Urlaub sein. Das glaube ich auch. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also, schönen Tag noch und bis morgen. Danke, ebenfalls und bis morgen. Die Situation. Ihre Nachbarn waren in letzter Zeit sehr laut. Sie wollen daher dieses Problem lösen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Eine Lösung finden. Was machen? Mit ihnen sprechen? Wann und wo? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Katrin, hast du kurz Zeit? Ich wollte mit dir über unsere Nachbarn sprechen. Hallo Simon, ja, sicher. Was ist los? Nun, ich habe das Gefühl, dass unsere Nachbarn in letzter Zeit sehr laut waren. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren und mich zu entspannen, wenn ich zu Hause bin. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Problem zu lösen. Oh ja, ich verstehe, wie du dich fühlst. Ich habe auch bemerkt, dass sie in letzter Zeit lauter waren als üblich. Ich denke, wir sollten vielleicht mit ihnen sprechen und sie höflich darum bitten, etwas leiser zu sein. Wie findest du das? Ja, das könnte eine gute Idee sein. Aber ich weiß nicht, wie wir das ansprechen sollen, ohne sie zu verärgern. Hast du da eine Idee? Nun, ich glaube, wir sollten einfach höflich und respektvoll sein. Wir sollten ihnen sagen, dass wir ihre Nachbarn sind und dass wir in letzter Zeit viel Lärm von ihnen gehört haben. Vielleicht können wir gemeinsam eine Lösung finden, damit wir alle in Frieden zusammenleben können. Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt vernünftig. Aber wie stellen wir sicher, dass sie uns verstehen? Ich meine, sie sprechen nicht unsere Sprache. Wir könnten vielleicht versuchen, einen Dolmetscher oder einen Übersetzer zu finden, der uns helfen kann, das Gespräch zu führen. Oder wir könnten Google Translate oder eine andere Übersetzungs-App verwenden, um sicherzustellen, dass wir uns richtig verstehen. Was hältst du davon? Das klingt nach einer guten Idee. Vielleicht könnten wir auch ein Treffen mit ihnen organisieren und sie zu uns nach Hause einladen, damit wir das Gespräch in einer ruhigen und entspannten Umgebung führen können. Wie findest du das? Ja, das wäre super. Wir sollten ihnen auch etwas zu essen oder zu trinken anbieten, um sie willkommen zu heißen. Ich denke, wenn wir ihnen zeigen, dass wir freundlich und respektvoll sind, werden sie wahrscheinlich offener für das Gespräch sein. Ja, das denke ich auch. Ich werde sehen, ob ich einen Dolmetscher finden kann, und dann können wir einen Termin vereinbaren. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, die für uns alle funktioniert. Ja, das hoffe ich auch. Und wie gesagt, wenn wir höflich und respektvoll sind und versuchen, ihre Perspektive zu verstehen, können wir eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind. Ich stimme dir zu. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass wir dieses Problem bald lösen können. Sicher sehr gerne, das ist ja, was Nachbarn tun sollten, sich gegenseitig helfen. Auf jeden Fall, danke. Ich glaube einfach, es ist wichtig, gute Beziehungen zu unseren Nachbarn zu haben und Konflikte auf eine positive Art und Weise zu lösen. Absolut. Es ist viel besser, ein offenes Gespräch zu führen, als sich gegenseitig zu ignorieren,
oder in einem ständigen Konflikt zu leben. Da hast du recht. Ich denke auch, dass es wichtig ist, ihnen zuzuhören und ihre Perspektive zu verstehen. Vielleicht gibt es Gründe für ihren Lärm, von denen wir nichts wissen. Ja, das ist eine gute Sichtweise. Es ist immer wichtig, beide Seiten des Problems zu verstehen, bevor man eine Lösung findet. Ich werde versuchen, ein Treffen mit ihnen auszumachen, wenn wir einen Dolmetscher finden, und hoffentlich können wir dann gemeinsam eine Lösung finden. Das hoffe ich auch. Und wenn sie nicht verständnisvoll sind, dann haben wir zumindest versucht, das Problem auf eine positive Art und Weise zu lösen. Das ist das Wichtigste. Ja, ich stimme dir zu. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Ratschläge. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Kein Problem, ich bin immer hier, um zu helfen. Lass es mich wissen, wenn es Neuigkeiten gibt, oder wenn ich dir irgendwie noch helfen kann. Und lass es mich wissen, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ebenfalls, einen schönen Tag. Bis bald. Die Situation. Sie möchten gerne zusammen, am Wochenende, ins Kino gehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Film sehen? Wann und wo treffen? Die Karten kaufen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Anna, wie geht es dir? Alles klar bei dir? Hallo David, ja, danke. Wie geht es dir? Bestens, vielen Dank der Nachfrage. Ich wollte dich noch etwas fragen. Ja, bitte. Was willst du denn fragen? Hast du Lust, am Wochenende mit mir ins Kino zu gehen? Gerne, das klingt super. Welchen Film möchtest du sehen? Ich habe gehört, dass der neue Actionfilm sehr gut sein soll. Wie wäre es damit? Ich mag Actionfilme nicht so besonders. Aber ich habe gehört, dass die neue Romanze auch sehr gut sein soll. Wie wäre es damit? Das hört sich auch gut an. Welcher Film ist das genau? Das ist Liebe auf Umwegen. Hast du den Trailer schon gesehen? Nein, noch nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn du ihn mir zeigst. Nein, noch nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn du ihn mir zeigst. Klar, ich schicke ihn dir gleich mal per WhatsApp. Klar, ich schicke ihn dir gleich mal per WhatsApp. Der sieht wirklich gut aus. Ich denke, das wird ein toller Film. Der sieht wirklich gut aus. Ich denke, das wird ein toller Film. Ja, das denke ich auch. Wann sollen wir uns denn treffen? Wie wäre es, wenn wir uns am Samstagabend um 19 Uhr treffen? Wie wäre es, wenn wir uns am Samstagabend um 19 Uhr treffen? Ja, gerne. Wo möchtest du dich treffen? Ja, gerne. Wo möchtest du dich treffen? Was hältst du davon, wenn wir uns vor dem Kino treffen? Dann können wir uns auch schon Karten besorgen. Was hältst du davon, wenn wir uns vor dem Kino treffen? Dann können wir uns auch schon Karten besorgen. Okay, das passt für mich. Oder ist es nicht besser,
wenn wir schon vorher online die Karten kaufen? Okay, das passt für mich. Oder ist es nicht besser, wenn wir schon vorher online die Karten kaufen? Ja, das geht natürlich auch. Dann können wir uns die Plätze aussuchen, die uns am besten gefallen. Ja, das geht natürlich auch. Dann können wir uns die Plätze aussuchen, die uns am besten gefallen. Genau. Also, ich kümmere mich darum, die Karten zu besorgen. Genau. Also, ich kümmere mich darum, die Karten zu besorgen. Sollen wir uns dann um 18:45 Uhr vor dem Kino treffen? Sollen wir uns dann um 18:45 Uhr vor dem Kino treffen? Danke dafür. Ja, um 18:45 Uhr vor dem Kino, passt gut für mich. Danke dafür. Ja, um 18:45 Uhr vor dem Kino, passt gut für mich. Dann haben wir genug Zeit, um noch etwas zu trinken und zu essen zu kaufen, bevor der Film losgeht. Dann haben wir genug Zeit, um noch etwas zu trinken und zu essen zu kaufen, bevor der Film losgeht. Genau, also abgemacht. Und wie wäre es mit dem Transport? Fährst du mit dem Auto, oder nehmen wir den Bus? Und wie wäre es mit dem Transport? Fährst du mit dem Auto, oder nehmen wir den Bus? Ich denke, dass wir besser mit dem Bus fahren sollten. Ich denke, dass wir besser mit dem Bus fahren sollten. Die Parkplätze sind oft sehr voll, und es kann schwierig sein, einen Parkplatz zu finden. Die Parkplätze sind oft sehr voll, und es kann schwierig sein, einen Parkplatz zu finden. Da stimme ich dir zu. Sollen wir uns um 18:30 Uhr an der Bushaltestelle treffen? Da stimme ich dir zu. Sollen wir uns um 18:30 Uhr an der Bushaltestelle treffen? Ja, das ist gut. Alles klar. Ich freue mich schon auf den Film. Alles klar. Ich freue mich schon auf den Film. Und vielleicht können wir, ja danach noch, etwas trinken gehen und darüber sprechen, was wir vom Film halten. Und vielleicht können wir, ja danach noch, etwas trinken gehen und darüber sprechen, was wir vom Film halten. Ja, das klingt super. Ich bin auch sehr gespannt auf den Film und freue mich auf einen schönen Abend mit dir. Ich bin auch sehr gespannt auf den Film und freue mich auf einen schönen Abend mit dir. Ich mich auch. Wir haben das jetzt alles super geplant und ich denke, dass wir eine tolle Zeit haben werden. Ich mich auch. Wir haben das jetzt alles super geplant und ich denke, dass wir eine tolle Zeit haben werden. Ja, das denke ich auch. Ich bin froh, dass wir uns auf den Film einigen konnten. Ja, das denke ich auch. Ich bin froh, dass wir uns auf den Film einigen konnten. Ja, das stimmt. Es war gut, gemeinsam zu planen und uns auf alles zu einigen. So können wir sicher sein, dass alles ohne Problem abläuft. Es war gut, gemeinsam zu planen und uns auf alles zu einigen. So können wir sicher sein, dass alles ohne Problem abläuft. Auf jeden Fall. Und was hast du morgen vor? Auf jeden Fall. Und was hast du morgen vor? Ich habe morgen um 9 Uhr Unterricht in der Schule. Danach muss ich arbeiten.
Ich habe morgen um 9 Uhr Unterricht in der Schule. Danach muss ich arbeiten. Oh, das ist früh. Ich habe morgen frei. Ich werde zu Hause bleiben und ein bisschen aufräumen. Oh, das ist früh. Ich habe morgen frei. Ich werde zu Hause bleiben und ein bisschen aufräumen. Das klingt nach einem guten Plan. Ich sollte auch mein Zimmer aufräumen. Es ist ziemlich chaotisch. Das klingt nach einem guten Plan. Ich sollte auch mein Zimmer aufräumen. Es ist ziemlich chaotisch. Ja, das kenne ich. Manchmal wird mein Zimmer auch sehr unordentlich. Ja, das kenne ich. Manchmal wird mein Zimmer auch sehr unordentlich. Hast du Pläne für den Abend? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich werde ich zu Hause bleiben, Fernsehen und entspannen. Und du? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich werde ich zu Hause bleiben, Fernsehen und entspannen. Und du? Klingt nach einem entspannten Abend. Ich werde wahrscheinlich ein Buch lesen oder ein paar Übungen für meinen Deutschkurs machen. Ich werde wahrscheinlich ein Buch lesen oder ein paar Übungen für meinen Deutschkurs machen. Das ist cool. Ich würde auch gerne eine neue Sprache lernen. Das ist cool. Ich würde auch gerne eine neue Sprache lernen. Ja, ich finde es interessant. Deutsch ist meine dritte Sprache. Ich spreche auch Englisch und Spanisch. Ja, ich finde es interessant. Deutsch ist meine dritte Sprache. Ich spreche auch Englisch und Spanisch. Das ist beeindruckend. Ich spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Deutsch. Das ist beeindruckend. Ich spreche Englisch, Französisch und ein bisschen Deutsch. Französisch ist auch eine schöne Sprache. Dann bis zum Samstagabend. Französisch ist auch eine schöne Sprache. Dann bis zum Samstagabend. Bis Samstag. Ich freue mich darauf. Ich auch. Bis dann. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen Ihre Woche planen. Die Aufgabe. Besprechen Sie, was Sie da tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wann und was genau planen? Termine? Arbeit? Sport? Freunde treffen? Einkaufen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke, und dir? Mir geht's auch gut. Ich wollte dich fragen, ob wir unsere Woche planen könnten. Mir geht's auch gut. Ich wollte dich fragen, ob wir unsere Woche planen könnten. Ich habe das Gefühl, dass ich einiges zu tun habe, und es wäre gut, wenn ich eine Vorstellung davon hatte, was auf mich zukommt. Ich habe das Gefühl, dass ich einiges zu tun habe, und es wäre gut, wenn ich eine Vorstellung davon hatte, was auf mich zukommt. Was denkst du? Klar, gerne, wenn dich das unterstützt, legen wir gleich los. Was hast du denn geplant? Klar, gerne, wenn dich das unterstützt, legen wir gleich los. Was hast du denn geplant? Ich habe ein paar Termine, aber ich wollte sicherstellen, dass ich genug Zeit für meine Arbeit und Entspannung habe. Ich habe ein paar Termine, aber ich wollte sicherstellen,
dass ich genug Zeit für meine Arbeit und Entspannung habe. Okay, lass uns anfangen. Wann hast du diese Termine? Okay, lass uns anfangen. Wann hast du diese Termine? Also, am Montag habe ich einen Arzttermin um 10 Uhr und am Dienstag habe ich ein Treffen mit einem Kunden um 14 Uhr. Also, am Montag habe ich einen Arzttermin um 10 Uhr und am Dienstag habe ich ein Treffen mit einem Kunden um 14 Uhr. Verstehe. Ich habe auch ein paar Termine. Verstehe. Ich habe auch ein paar Termine. Am Mittwoch habe ich ein wichtiges Meeting mit meinem Chef und am Donnerstag habe ich einen Zahnarzttermin um 9 Uhr. Am Mittwoch habe ich ein wichtiges Meeting mit meinem Chef und am Donnerstag habe ich einen Zahnarzttermin um 9 Uhr. Okay, das klingt nach einer ziemlich geschäftigen Woche für uns beide. Okay, das klingt nach einer ziemlich geschäftigen Woche für uns beide. Aber wir sollten trotzdem genug Zeit finden, um uns zu entspannen. Aber wir sollten trotzdem genug Zeit finden, um uns zu entspannen. Absolut. Was hast du denn geplant, um dich zu entspannen? Absolut. Was hast du denn geplant, um dich zu entspannen? Ich dachte daran, am Dienstagabend ins Fitnessstudio zu gehen und am Wochenende ein Picknick im Park zu machen. Ich dachte daran, am Dienstagabend ins Fitnessstudio zu gehen und am Wochenende ein Picknick im Park zu machen. Was hältst du davon? Das klingt toll. Ich plane, am Freitagabend mit ein paar Freunden auszugehen und am Samstag ein Buch zu lesen. Das klingt toll. Ich plane, am Freitagabend mit ein paar Freunden auszugehen und am Samstag ein Buch zu lesen. Okay, das ist schön. Aber ich denke, wir sollten auch Zeit einplanen, um zusammen etwas zu machen. Okay, das ist schön. Aber ich denke, wir sollten auch Zeit einplanen, um zusammen etwas zu machen. Wie wäre es, wenn wir am Mittwochnachmittag zusammen ins Kino gehen? Wie wäre es, wenn wir am Mittwochnachmittag zusammen ins Kino gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Welchen Film möchtest du denn sehen? Ja, das ist eine gute Idee. Welchen Film möchtest du denn sehen? Ich habe gehört, dass ein neuer Actionfilm rauskommt. Was denkst du darüber? Ich habe gehört, dass ein neuer Actionfilm rauskommt. Was denkst du darüber? Ich bin dabei. Ich mag Actionfilme. Ich bin dabei. Ich mag Actionfilme. Super. Also haben wir Dienstagabend und Mittwochnachmittag für uns selbst eingeplant. Super. Also haben wir Dienstagabend und Mittwochnachmittag für uns selbst eingeplant. Freitagabend für dich und Samstag für mich. Wie sieht es mit dem Rest der Woche aus? Freitagabend für dich und Samstag für mich. Wie sieht es mit dem Rest der Woche aus? Wir haben Montag und Donnerstag noch nicht besprochen. Wir haben Montag und Donnerstag noch nicht besprochen. Ich glaube, dass Montag und Donnerstag die Tage sind, an denen wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren sollten. Ich glaube, dass Montag und Donnerstag die Tage sind, an denen wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren sollten. Ich habe ein paar Deadlines, die ich einhalten muss,
Ich habe ein paar Deadlines, die ich einhalten muss. Passt das für dich? Okay, das klingt sinnvoll. Ich habe auch einiges zu tun. Okay, das klingt sinnvoll. Ich habe auch einiges zu tun. Aber wir sollten sicherstellen, dass wir uns während unserer Pausen treffen und gemeinsam was Schönes machen. Aber wir sollten sicherstellen, dass wir uns während unserer Pausen treffen und gemeinsam was Schönes machen. Auf jeden Fall. Wir können uns zum Mittagessen treffen und vielleicht eine kurze Kaffeepause am Nachmittag machen. Auf jeden Fall. Wir können uns zum Mittagessen treffen und vielleicht eine kurze Kaffeepause am Nachmittag machen. Das hört sich gut an. Also, haben wir unsere Woche zusammen geplant, und es scheint, als hätten wir genug Zeit für Arbeit und Entspannung. Also, haben wir unsere Woche zusammen geplant, und es scheint, als hätten wir genug Zeit für Arbeit und Entspannung. Ja, ich denke auch. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ja, ich denke auch. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Es gibt mir ein Gefühl, Sicherheit, und ich fühle mich bereit für die kommende Woche. Es gibt mir ein Gefühl, Sicherheit, und ich fühle mich bereit für die kommende Woche. Ich auch. Es war gut, das gemeinsam mitzubesprechen und zu planen. Ich auch. Es war gut, das gemeinsam mitzubesprechen und zu planen. So können wir sicherstellen, dass wir uns nicht überfordern und genug Zeit haben, um auch mal abzuschalten. So können wir sicherstellen, dass wir uns nicht überfordern und genug Zeit haben, um auch mal abzuschalten. Außerdem ist es schön zu wissen, dass wir auch Zeit füreinander haben. Außerdem ist es schön zu wissen, dass wir auch Zeit füreinander haben. Ja, das stimmt. Es ist wichtig, dass wir auch Zeit miteinander verbringen und uns nicht nur auf unsere eigenen Termine konzentrieren. Ja, das stimmt. Es ist wichtig, dass wir auch Zeit miteinander verbringen und uns nicht nur auf unsere eigenen Termine konzentrieren. Absolut. Ich denke, dass wir auch mal darüber sprechen können, wie wir unsere Wochenenden gemeinsam verbringen möchten. Absolut. Ich denke, dass wir auch mal darüber sprechen können, wie wir unsere Wochenenden gemeinsam verbringen möchten. Es gibt so viele tolle Sachen, die wir zusammen machen könnten. Es gibt so viele tolle Sachen, die wir zusammen machen könnten. Da hast du recht. Wir sollten das nächste Mal darüber sprechen, wenn wir unsere Woche planen. Da hast du recht. Wir sollten das nächste Mal darüber sprechen, wenn wir unsere Woche planen. Aber jetzt könnten wir uns vielleicht daran machen, unsere Aufgaben für diese Woche zu erledigen. Aber jetzt könnten wir uns vielleicht daran machen, unsere Aufgaben für diese Woche zu erledigen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber lass uns noch schnell die Termine, die wir gemeinsam haben, in unseren Kalender eintragen, damit wir sie nicht vergessen. Aber lass uns noch schnell die Termine, die wir gemeinsam haben, in unseren Kalender eintragen, damit wir sie nicht vergessen. Passt. Dann machen wir das. Passt. Dann machen wir das. Die Situation. Sie sollen ein Fest der Kulturen planen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen,
was Sie das tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo? Ein Programm dafür planen? Speisen? Tanz und Musik? Aktivitäten für Kinder? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Daniel, wie geht es dir? Alles gut bei dir? Hallo Lisa, danke, es geht mir gerade sehr gut. Was gibt es Neues bei dir? Ich habe gehört, dass wir ein Fest der Kulturen planen sollen. Stimmt das? Ich habe gehört, dass wir ein Fest der Kulturen planen sollen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wir sollen ein Fest organisieren, bei dem wir die Vielfalt der verschiedenen Kulturen feiern können. Ja, das stimmt. Wir sollen ein Fest organisieren, bei dem wir die Vielfalt der verschiedenen Kulturen feiern können. Das klingt toll. Wo und wann soll das Fest stattfinden? Das klingt toll. Wo und wann soll das Fest stattfinden? Wir könnten den Park in der Nähe des Stadtzentrums nutzen. Was hältst du davon? Wir könnten den Park in der Nähe des Stadtzentrums nutzen. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Wie wäre es mit dem ersten Samstag im August? Das Wetter ist normalerweise schön zu dieser Zeit. Wie wäre es mit dem ersten Samstag im August? Das Wetter ist normalerweise schön zu dieser Zeit. Perfekt. Der erste Samstag im August passt gut. Jetzt müssen wir nur noch das Programm planen. Perfekt. Der erste Samstag im August passt gut. Jetzt müssen wir nur noch das Programm planen. Ja, wir sollten verschiedene Aktivitäten anbieten, um die Kulturen zu präsentieren. Ja, wir sollten verschiedene Aktivitäten anbieten, um die Kulturen zu präsentieren. Was denkst du über Tanz- und Musikvorführungen? Was denkst du über Tanz- und Musikvorführungen? Das ist eine großartige Idee. Wir können lokale Tanzgruppen und Bands einladen, um aufzutreten. So können die Besucher die Vielfalt der Musik und Tänze genießen. Wir können lokale Tanzgruppen und Bands einladen, um aufzutreten. So können die Besucher die Vielfalt der Musik und Tänze genießen. Das gefällt mir. Außerdem könnten wir auch verschiedene Speisen aus verschiedenen Kulturen anbieten. Das gefällt mir. Außerdem könnten wir auch verschiedene Speisen aus verschiedenen Kulturen anbieten. Was meinst du? Das ist eine ausgezeichnete Idee. Wir können Stände aufstellen, an denen Besucher verschiedene Gerichte probieren können. So können sie die kulinarische Vielfalt erleben. Wir können Stände aufstellen, an denen Besucher verschiedene Gerichte probieren können. So können sie die kulinarische Vielfalt erleben. Ja, das würde sicherlich die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Ja, das würde sicherlich die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Aber sollten wir auch Spiele und Aktivitäten für Kinder anbieten? Aber sollten wir auch Spiele und Aktivitäten für Kinder anbieten? Absolut. Wir sollten sicherstellen, dass das Fest für die ganze Familie geeignet ist. Absolut. Wir sollten sicherstellen, dass das Fest für die ganze Familie geeignet ist. Wir können Spiele wie Sackhüpfen,
Dosenwerfen und Gesichtsbemalung organisieren. Wir können Spiele wie Sackhüpfen, Dosenwerfen und Gesichtsbemalung organisieren. Das klingt nach viel Spaß. Wir sollten auch Informationsstände haben, an denen die Besucher mehr über die verschiedenen Kulturen erfahren können. Wir sollten auch Informationsstände haben, an denen die Besucher mehr über die verschiedenen Kulturen erfahren können. Da hast du recht. Wir können Broschüren und Informationsmaterial über die verschiedenen Kulturen verteilen. Wir können Broschüren und Informationsmaterial über die verschiedenen Kulturen verteilen. Vielleicht können wir auch jemanden einladen, der über die Traditionen und Bräuche spricht. Vielleicht können wir auch jemanden einladen, der über die Traditionen und Bräuche spricht. Großartig. Wir haben also Tanz- und Musikvorführungen, verschiedene Speisen, Spiele für Kinder und Informationsstände. Gibt es noch etwas, das wir berücksichtigen sollten? Großartig. Wir haben also Tanz- und Musikvorführungen, verschiedene Speisen, Spiele für Kinder und Informationsstände. Gibt es noch etwas, das wir berücksichtigen sollten? Vielleicht könnten wir auch Handwerksstände aufstellen, an denen die Besucher traditionelle Handwerkskunst aus verschiedenen Kulturen sehen und kaufen können. Vielleicht könnten wir auch Handwerksstände aufstellen, an denen die Besucher traditionelle Handwerkskunst aus verschiedenen Kulturen sehen und kaufen können. Das ist eine fantastische Idee. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenzubringen und den kulturellen Austausch zu fördern. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenzubringen und den kulturellen Austausch zu fördern. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten auch an die Dekoration denken, um eine festliche Atmosphäre zu schaffen. Auf jeden Fall. Ich denke, wir sollten auch an die Dekoration denken, um eine festliche Atmosphäre zu schaffen. Bunte Fahnen und Poster könnten die Vielfalt der Kulturen repräsentieren. Bunte Fahnen und Poster könnten die Vielfalt der Kulturen repräsentieren. Guter Vorschlag. Und wir sollten auch daran denken, genügend Sitzgelegenheiten bereitzustellen, damit die Besucher sich entspannen und das Fest in vollen Zügen genießen können. Und wir sollten auch daran denken, genügend Sitzgelegenheiten bereitzustellen, damit die Besucher sich entspannen und das Fest in vollen Zügen genießen können. Absolut, und wir sollten auch an die Sicherheit denken. Absolut, und wir sollten auch an die Sicherheit denken. Es wäre sinnvoll, einige Sicherheitskräfte einzustellen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft und alle Besucher geschützt sind. Es wäre sinnvoll, einige Sicherheitskräfte einzustellen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft und alle Besucher geschützt sind. Da stimme ich dir zu. Wir sollten auch die Werbung nicht vergessen. Da stimme ich dir zu. Wir sollten auch die Werbung nicht vergessen. Wir könnten Plakate in der Stadt aufhängen und die lokalen Medien informieren, um eine größere Teilnahme zu gewährleisten. Wir könnten Plakate in der Stadt aufhängen und die lokalen Medien informieren, um eine größere Teilnahme zu gewährleisten. Gute Idee. Außerdem sollten wir auch an Abfallbehälter denken, um sicherzustellen, dass das Gelände sauber bleibt.
gute Idee. Außerdem sollten wir auch an Abfallbehälter denken, um sicherzustellen, dass das Gelände sauber bleibt. Das ist eine wichtige Sache, über die wir uns Gedanken machen sollten. Das ist eine wichtige Sache, über die wir uns Gedanken machen sollten. Wir möchten schließlich ein nachhaltiges Fest der Kulturen organisieren. Gibt es sonst noch etwas, woran wir denken sollten? Wir möchten schließlich ein nachhaltiges Fest der Kulturen organisieren. Gibt es sonst noch etwas, woran wir denken sollten? Ich denke, wir haben jetzt einen guten Plan für das Fest der Kulturen. Ich denke, wir haben jetzt einen guten Plan für das Fest der Kulturen. Lass uns die Aufgaben aufteilen und sicherstellen, dass alles rechtzeitig fertig wird. Lass uns die Aufgaben aufteilen und sicherstellen, dass alles rechtzeitig fertig wird. Ja, ich freue mich wirklich darauf, das Fest zu organisieren. Ja, ich freue mich wirklich darauf, das Fest zu organisieren. Es wird sicherlich eine wunderbare Gelegenheit sein, die Vielfalt unserer Gemeinschaft zu feiern. Es wird sicherlich eine wunderbare Gelegenheit sein, die Vielfalt unserer Gemeinschaft zu feiern. Absolut. Ich bin sicher, dass es ein unvergessliches Ereignis wird. Absolut. Ich bin sicher, dass es ein unvergessliches Ereignis wird. Auf jeden Fall. Mit unserer Teamarbeit bin ich zuversichtlich, dass wir ein unvergessliches Fest der Kulturen organisieren können. Auf jeden Fall. Mit unserer Teamarbeit bin ich zuversichtlich, dass wir ein unvergessliches Fest der Kulturen organisieren können. Die Situation. Eine Freundin von Ihnen möchte gerne eine Ausbildung nach der Schule machen. Sie weiß aber noch nicht genau welche. Sie braucht daher Ihre Hilfe. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier einige Notizen. Welche Ausbildung? Horterzieherin oder Krankenschwester? Wer kann dabei helfen? Informationen darüber? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Samuel, wie geht es dir so? Alles klar bei dir? Ja, mir geht's ganz gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Sonja, wir wollten heute gemeinsam essen gehen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Warum fragst du? Ich muss heute, aber leider länger arbeiten. Könntest du auf mich warten? Ja, natürlich. Wann bist du denn fertig? Ich glaube, so gegen 6 Uhr, geht das bei dir? Ja, das ist in Ordnung. Ich werde mich beeilen. Ich will nicht, dass du so lange warten musst. Das ist kein Problem. Ich habe auch viel zu tun. Ja, trotzdem. Ich mag es nicht, wenn ich lange arbeiten muss. Das kann ich verstehen. Du Samuel, hast du schon die Neuigkeiten von unserer Freundin Frieda gehört? Du Samuel, hast du schon die Neuigkeiten von unserer Freundin Frieda gehört? Nein, welche meinst du denn? Also, sie möchte gerne eine Ausbildung nach der Schule machen und weiß noch nicht genau welche. Also, sie möchte gerne eine Ausbildung nach der Schule machen und weiß noch nicht genau welche. Ich habe mir gedacht,
sie will Horterzieherin werden. Stimmt doch, oder? Ich habe mir gedacht, sie will Horterzieherin werden. Stimmt doch, oder? Ja, das stimmt schon, aber sie kann sich wieder einmal nicht entscheiden. Ja, das stimmt schon, aber sie kann sich wieder einmal nicht entscheiden. Sie befindet sich momentan in einer schwierigen Situation und braucht unsere Hilfe. Sie befindet sich momentan in einer schwierigen Situation und braucht unsere Hilfe. Oh, typisch, Frida. Aber was will sie beruflich machen? Oh, typisch, Frida. Aber was will sie beruflich machen? Sie weiß es noch nicht. Sie schwenkt zwischen Horterzieherin und Krankenschwester hin und her. Sie weiß es noch nicht. Sie schwenkt zwischen Horterzieherin und Krankenschwester hin und her. Die Frage ist, was können wir für sie tun, beziehungsweise was sollen wir ihr raten? Hast du da eine Idee? Die Frage ist, was können wir für sie tun, beziehungsweise was sollen wir ihr raten? Hast du da eine Idee? Also, ich habe schon gehört, dass es im deutschsprachigen Raum einen beachtlichen Mangel an Krankenhauspersonal gibt. Also, ich habe schon gehört, dass es im deutschsprachigen Raum einen beachtlichen Mangel an Krankenhauspersonal gibt. Was meinst du? Ich weiß nicht, was Mangel an Personal bedeutet. Kannst du mir das erklären? Was meinst du? Ich weiß nicht, was Mangel an Personal bedeutet. Kannst du mir das erklären? Na ja, es bedeutet, dass es nicht genug Pflegepersonal, Ärzte und Krankenschwestern in den Krankenanstalten gibt. Na ja, es bedeutet, dass es nicht genug Pflegepersonal, Ärzte und Krankenschwestern in den Krankenanstalten gibt. Das heißt, Frida würde als Krankenschwester leicht und ohne Problem eine Arbeit finden. Das heißt, Frida würde als Krankenschwester leicht und ohne Problem eine Arbeit finden. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Aber ich finde, es ist ein anstrengender Job. Glaubst du, kann Frida das machen? Aber ich finde, es ist ein anstrengender Job. Glaubst du, kann Frida das machen? Ja, klar. Warum nicht? Okay. Wie viel verdient man eigentlich als Krankenschwester so? Kann man davon gut leben? Okay. Wie viel verdient man eigentlich als Krankenschwester so? Kann man davon gut leben? Gute Frage. Ich weiß es nicht so genau. Gute Frage. Ich weiß es nicht so genau. Aber meine Nachbarin ist Krankenschwester. Die könnte ich einmal fragen. Aber meine Nachbarin ist Krankenschwester. Die könnte ich einmal fragen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir Frida empfehlen können. Was sagst du? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir Frida empfehlen können. Was sagst du? Also, zu mir hat sie in letzter Zeit oft gesagt, dass sie sehr gerne mit Kindern Zeit verbringt und mit ihnen spielt. Also, zu mir hat sie in letzter Zeit oft gesagt, dass sie sehr gerne mit Kindern Zeit verbringt und mit ihnen spielt. So, vielleicht als Horterzieherin. Was denkst du?
So, vielleicht als Horterzieherin. Was denkst du? Ja, das habe ich auch von ihr gehört. Ich glaube, es würden beide Möglichkeiten gut zu ihr passen. Ja, das habe ich auch von ihr gehört. Ich glaube, es würden beide Möglichkeiten gut zu ihr passen. Was hältst du davon, wenn wir mit ihr ins Jobcenter gehen und dort um eine Beratung bitten? Was hältst du davon, wenn wir mit ihr ins Jobcenter gehen und dort um eine Beratung bitten? Das ist ein guter Vorschlag. Wir können auch für sie im Internet schauen. Das ist ein guter Vorschlag. Wir können auch für sie im Internet schauen. Das können wir auch machen. Aber lass uns zuerst ins Jobcenter gehen und dann schauen wir. Das können wir auch machen. Aber lass uns zuerst ins Jobcenter gehen und dann schauen wir. Kommst du mit? Ja, ich komme sehr gerne mit. Sehr gut, das freut mich sehr. Es ist schließlich wichtig, dass ein Job Freude und genug Geld bringt, damit man auch ein Auskommen hat. Es ist schließlich wichtig, dass ein Job Freude und genug Geld bringt, damit man auch ein Auskommen hat. Was sagst du dazu? Ja, ich gebe dir zu 100% recht. Also, so sollte es sein. Ja, ich gebe dir zu 100% recht. Also, so sollte es sein. Gut. Als nächstes würde ich sagen, dass wir mit Frieda gemeinsam einen Termin vereinbaren. Gut. Als nächstes würde ich sagen, dass wir mit Frieda gemeinsam einen Termin vereinbaren. Ist das eine gute Idee? Super Sache. So machen wir es. Super Sache. So machen wir es. Dann schreiben wir uns zusammen, wegen einem guten Zeitpunkt. Passt das für dich? Dann schreiben wir uns zusammen, wegen einem guten Zeitpunkt. Passt das für dich? Ja, das passt mir gut. Ich freue mich darauf. Ja, das passt mir gut. Ich freue mich darauf. Ich mich auch. Frieda wird sich bestimmt freuen. Ich mich auch. Frieda wird sich bestimmt freuen. Ja, hoffentlich geht alles gut, und sie könnte sich dann richtig entscheiden. Ja, hoffentlich geht alles gut, und sie könnte sich dann richtig entscheiden. Ja, das hoffe ich auch. Und wenn sich bei dir etwas ändern sollte, schreib mir bitte eine Nachricht. Und wenn sich bei dir etwas ändern sollte, schreib mir bitte eine Nachricht. Okay. Bis dahin, alles Gute und schönen Tag noch. Okay. Bis dahin, alles Gute und schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Bis dahin. Die Situation. Sie möchten gerne nächste Woche gemeinsam ins Museum gehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welches Museum? Wann? Tickets? Was sehen? Wie lange? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Lisa. Wie geht es dir? Hallo Klaus, mir geht es gut, danke, und dir? Mir geht's auch gut, danke.
Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, nächste Woche das Museum zu besuchen? Ja, gerne. Ich liebe es, ins Museum zu gehen. Welches Museum möchtest du besuchen? Ich dachte an das Kunstmuseum in der Innenstadt. Dort gibt es eine neue Ausstellung. Was denkst du? Das hört sich spannend an. Welche Art von Kunst wird in der Ausstellung gezeigt? Es ist eine zeitgenössische Kunstausstellung. Es gibt Gemälde, Skulpturen und Fotografien. Interessant. Wann möchtest du gehen? Wie wäre es mit nächstem Samstag? Da haben wir genug Zeit, uns alles anzusehen. Samstag ist gut für mich. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Wie wäre es, wenn wir uns um 10 Uhr morgens treffen? Das passt perfekt. Dann haben wir den ganzen Tag, um die Kunst zu genießen. Das passt perfekt. Dann haben wir den ganzen Tag, um die Kunst zu genießen. Genau. Ich freue mich schon darauf. Jetzt sollten wir über die Tickets sprechen. Wie viel kostet der Eintritt? Genau. Ich freue mich schon darauf. Jetzt sollten wir über die Tickets sprechen. Wie viel kostet der Eintritt? Ich glaube, der reguläre Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Aber vielleicht gibt es Ermäßigungen für Studenten. Ich glaube, der reguläre Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Aber vielleicht gibt es Ermäßigungen für Studenten. Verstehe. Ich bin Student, also sollten wir nach Ermäßigungen fragen. Verstehe. Ich bin Student, also sollten wir nach Ermäßigungen fragen. Ja, wir könnten uns vor Ort erkundigen, oder die Webseite des Museums besuchen. Ja, wir könnten uns vor Ort erkundigen, oder die Webseite des Museums besuchen. Gute Idee. Wir sollten uns auch über die Anfahrt dorthin unterhalten. Wie möchten wir zum Museum gelangen? Gute Idee. Wir sollten uns auch über die Anfahrt dorthin unterhalten. Wie möchten wir zum Museum gelangen? Wir könnten die U-Bahn nehmen. Die Station ist in der Nähe des Museums. Wir könnten die U-Bahn nehmen. Die Station ist in der Nähe des Museums. Das ist praktisch. Welche U-Bahn-Linie nehmen wir denn? Das ist praktisch. Welche U-Bahn-Linie nehmen wir denn? Wir könnten die U-Bahn-Linie 2 nehmen. Sie fährt direkt zum Museum. Wir könnten die U-Bahn-Linie 2 nehmen. Sie fährt direkt zum Museum. Super. Wir sollten uns überlegen, welches U-Bahn-Ticket wir brauchen. Super. Wir sollten uns überlegen, welches U-Bahn-Ticket wir brauchen. Hast du da eine Idee? Ja, wir könnten ein Tagesticket kaufen, damit wir den ganzen Tag fahren können. Ja, wir könnten ein Tagesticket kaufen, damit wir den ganzen Tag fahren können. Wie findest du das? Das ist vernünftig. Jetzt sollten wir überlegen, was wir noch im Museum sehen möchten. Das ist vernünftig. Jetzt sollten wir überlegen, was wir noch im Museum sehen möchten. Auf jeden Fall möchte ich die Gemälde der berühmten Künstler sehen. Auf jeden Fall möchte ich die Gemälde der berühmten Künstler sehen. Ich auch. Und vielleicht könnten wir uns eine Führung buchen, um mehr über die Kunstwerke zu erfahren. Ich auch. Und vielleicht könnten wir uns eine Führung buchen,
um mehr über die Kunstwerke zu erfahren. Was sagst du dazu? Das ist ein guter Vorschlag. Eine Führung würde unser Museumserlebnis bereichern. Das ist ein guter Vorschlag. Eine Führung würde unser Museumserlebnis bereichern. Gut. Müssen wir eigentlich unser Mittagessen mitnehmen? Gut. Müssen wir eigentlich unser Mittagessen mitnehmen? Im Museum gibt es oft ein Café oder ein Restaurant. Wir könnten dort essen. Im Museum gibt es oft ein Café oder ein Restaurant. Wir könnten dort essen. Ist das okay für dich? Ja, aber wir könnten trotzdem ein paar Snacks mitnehmen, falls wir zwischendurch Hunger haben. Ja, aber wir könnten trotzdem ein paar Snacks mitnehmen, falls wir zwischendurch Hunger haben. Was hältst du davon? Ja, das ist in Ordnung. Ein paar Snacks und Wasser sollten ausreichen. Ja, das ist in Ordnung. Ein paar Snacks und Wasser sollten ausreichen. Sehr gut. Wie lange möchten wir im Museum bleiben? Sehr gut. Wie lange möchten wir im Museum bleiben? Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen, um alles in Ruhe anzusehen. Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen, um alles in Ruhe anzusehen. Was denkst du? Das hört sich nach einem tollen Plan an. Dann sollten wir uns auch überlegen, was wir danach machen möchten. Das hört sich nach einem tollen Plan an. Dann sollten wir uns auch überlegen, was wir danach machen möchten. Wie wäre es, wenn wir nach dem Museum noch einen Spaziergang in der Innenstadt machen? Wie wäre es, wenn wir nach dem Museum noch einen Spaziergang in der Innenstadt machen? Das ist eine gute Idee. Die Innenstadt ist lebhaft, und es gibt viel zu entdecken. Das ist eine gute Idee. Die Innenstadt ist lebhaft, und es gibt viel zu entdecken. Absolut. Und um wie viel Uhr möchten wir zurückfahren? Absolut. Und um wie viel Uhr möchten wir zurückfahren? Wir könnten flexibel sein. Je nachdem, wie lange wir in der Innenstadt bleiben möchten. Wir könnten flexibel sein. Je nachdem, wie lange wir in der Innenstadt bleiben möchten. Wir könnten die U-Bahn nehmen, wann immer es für uns passt. Wir könnten die U-Bahn nehmen, wann immer es für uns passt. Genau. Wir sollten uns auch über die Kleiderordnung informieren. Genau. Wir sollten uns auch über die Kleiderordnung informieren. Ja, stimmt. Einige Museen haben bestimmte Kleidervorschriften. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Ja, stimmt. Einige Museen haben bestimmte Kleidervorschriften. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Ja, vielleicht sollten wir bequeme Schuhe tragen, da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden. Ja, vielleicht sollten wir bequeme Schuhe tragen, da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden. Ich stimme dir zu. Bequeme Schuhe sind wichtig, um die Kunst in Ruhe zu genießen. Ich stimme dir zu. Bequeme Schuhe sind wichtig, um die Kunst in Ruhe zu genießen. Und vielleicht könnten wir einen Stadtplan mitnehmen, um uns besser zurechtzufinden. Und vielleicht könnten wir einen Stadtplan mitnehmen, um uns besser zurechtzufinden. Tolle Sache. Ein Stadtplan ist immer hilfreich,
um nicht die Orientierung zu verlieren. Tolle Sache. Ein Stadtplan ist immer hilfreich, um nicht die Orientierung zu verlieren. Wir sollten auch daran denken, unsere Handys aufzuladen und genügend Speicherplatz für Fotos zu haben. Wir sollten auch daran denken, unsere Handys aufzuladen und genügend Speicherplatz für Fotos zu haben. Definitiv. Wir möchten Erinnerungen an unseren Besuch festhalten. Definitiv. Wir möchten Erinnerungen an unseren Besuch festhalten. Ich freue mich schon auf unseren Museumsbesuch. Ich freue mich schon auf unseren Museumsbesuch. Ich auch, es wird sicherlich ein tolles Erlebnis. Ich auch, es wird sicherlich ein tolles Erlebnis. Auf einen aufregenden Tag, im Museum und in der Innenstadt. Auf einen aufregenden Tag, im Museum und in der Innenstadt.